Willkommen zu meinem letzten Video in diesem Jahr. Wer kennt es nicht, diesen YouTube-Trick. Hier mit einem schönen, sag ich mal, Abschluss. Und zwar, wie ihr sehen könnt, ein sehr detailliertes Auto von der Firma CMC. Und zwar ist es der Porsche 904 Carrera GTS. Und zwar von der Klassikgala in Schwetzingen 2024. Die war allerdings schon im Sommer. Ja, weiß jetzt nicht genau, warum dass es so spät kam. Das war wahrscheinlich nicht beabsichtigt. Aber immerhin noch vor Weihnachten. Und hier ein klassischer roter, ja, passt sehr gut, finde ich, zur aktuellen Zeit. Übrigens, limitiert ist das Ganze auf 200 Stück. Die OVP, klassisch, wie immer von CMC, ja, kann man nichts sagen. Schöner Karton, ja, zum Aufklappen. Mit dem üblichen Zubehör, ja, Zertifikat, Beschreibung bzw. die Bedienungsanleitung. Und hier so ein kleiner Koffer oder Kästchen mit Zubehör bzw. Werkzeug, ja, und hier Platz für die Radkappen, die ich übrigens schon drauf gemacht habe. Da gibt es eine kleine Kritik von mir. Das war sehr friemelig, das Ganze. Ja, bei den anderen Modellen von CMC, wenn die Modelle Radkappen hatten, die waren einfach magnetisch, die konnte man anlegen und zack, waren sie dran. Das war jetzt hier bei dem Modell nicht so. Das sind zwei, sag ich mal, zwei Nippel, die da rausstehen und die muss man einhaken. Ja, ist etwas kompliziert, vor allem wenn man so große Hände hat. Ne? Das Modell ist ja auch nicht so groß. Ja, obwohl Maßstab 1:18, aber das Auto in echt war ja auch nicht so riesig. Das würde ich mir wünschen, dass CMC das wieder beibehält mit den klassischen Magneten. Für mich reicht das aus. Ja. Das ist kein Problem. Und das ist vor allem sehr, sehr einfach, das Ganze. Dabei ist übrigens hier auch noch diese Acrylplatte, ja, mit entsprechender Aufschrift. So wie beim GTO letztes Jahr auch schon. Schauen wir uns die Front an. Ja, dieses Auto ist, sage ich mal, ein bisschen verkannt in der ganzen Autobranche, beziehungsweise ja, unter den ganzen Autos und vor allem Oldtimer. Das ist ein sehr seltenes Auto, sage ich mal. Und früher relativ günstig, was Porsche da rausgeholt hat, weil das war damals ein Rennauto, der gleichzeitig auch eine Straßenzulassung hatte. Und der hat damals, soweit ich weiß, unter 30.000 D-Mark gekostet. Und heute bezahlt man offenbar für einen gut restaurierten, beziehungsweise im guten Zustand, ja fast oder über 1 Million Euro mittlerweile. Ja. Also das ist schon eine Menge Geld. Wie gesagt, zwiespältiges Auto. Dem einen gefällt es, dem anderen gefällt es überhaupt nicht. Ich sage, ich bin so genau in der Mitte, sage ich mal, dazwischen. Ich finde das Auto sehr interessant. Ja, gerade auch die Heckpartie, zu der kommen wir später noch. Es ist jetzt nicht mein Favoritenauto, ja. Also ich bin jetzt kein Fan von diesem Fahrzeug als solches. Das Modell gefällt mir allerdings sehr gut. Porsche hat allerdings damals 1960 sehr viele Erfolge mitgefeiert und es war ein sehr, sehr leichtes, schnittiges Fahrzeug, ja. Also wie gesagt, das Ding wiegt, glaube ich, nicht mal 700 Kilogramm und konnte über 260 Spitze fahren. So, genug zum Fahrzeug, Daten und jetzt schauen wir mal die Front an. Hier, ja, können wir sehen. Sehr, sehr markante Lichter, ja, so langgezogen, ja, sieht sehr gut aus, ja, sehr detailliert, die Nieten kann man sehen, ja, vorne die Lichter und hier den, sag ich mal, Einsaugbereich, das weiß ich gar nicht, das Original scheint hier keine Gitter zu haben, weiß ich nicht, ich finde irgendwas fehlt hier, ja, ich weiß nicht, wie seht ihr das, seht ihr es auch so, schreibt es mal in die Kommentare und wir schauen mal in die Front hinein. Den Kofferraum, ja, können wir hier sehen, da drin befindet sich ein großer Benzintank, ja, wo man auch den Klappe hier oben öffnen kann und hier vorne einen Ersatzreifen, den man auch mit einem Gürtel befestigt hat, sage ich mal, mit einem Lederriemen. Den mache ich natürlich nicht auf, bin ich verrückt geworden. Wirklich sehr detailliert gemacht, kann man nichts sagen. Und hier oben zum Aufmachen braucht man übrigens auch diese Teile einfach nur drehen. Ja. Zumachen und dann dreht man sie einmal halb rum und dann ist es abgeschlossen bzw. aufgeschlossen. Und schauen wir uns gleich mal die Seite an. Wie gesagt, hier interessante Form. Mittelmotor, ganz viel Ferrari, ja, deswegen auch so wahrscheinlich rot. Ja. Und wie gesagt, hier die klassischen Reifen und beziehungsweise Räder, die man natürlich wie bei CMC gewohnt abmachen kann. Ja. Also muss man die Radkappe abmachen, sind Schrauben drin, die kann man abschrauben und dann kann man den Reifen auch abmachen. Mache ich jetzt nicht, habe ich schon mal ein paar Videos, glaube ich, gezeigt. Könnt ihr mal durchklicken in meiner CMC-Playlist, die natürlich auch verlinkt ist hier. Und wir schauen mal weiter hier zum Heck. Da können wir sehen, ja, bisschen. Ich sag mal, Alpha und Ferrari ist mit drin, finde ich, meiner Meinung nach kann man das erkennen. Wer da von wem abgeguckt hat im Nachhinein, weiß man natürlich nicht. Aber ich finde, das sieht schon ein bisschen ähnlich aus. Man könnte auch denken, hier ist ein bisschen GTO mit drin, ne, den ich auch schon vorgestellt habe. Den schwarzen aus Schwetzingen vom letzten Jahr übrigens. Also, ich sag mal so, sie sind alle sehr interessant, würde ich mal sagen. Und auf ihre eigene Art schön. Hier ist noch eine Klappe mit dabei, ja, zum Befüllen der Tanks oder des Tanks, sage ich mal. Die kann man auch aufmachen, das mache ich jetzt nicht. Könnt ihr euch vorstellen, es ist einfach eine Klappe, die aufgeht.
Hier sehen wir die Abgasanlage. Hier hat CMC sich was einfallen lassen. Und zwar, man kann die bei diesen Modellen abschrauben. Ja, ich zeige euch das mal kurz. Hier. Ja, man kann die abschrauben. Und es gibt 3, sage ich mal, Modelle bzw. unterschiedliche Abgasanlagen, die man hierzu kaufen kann. Ja. Hier, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Die 3, die kann man kaufen. Ich habe leider jetzt hier keinen da. Ich hätte gerne mal den Megafon ausprobiert mit den 2 Megafons. Aber naja. Schauen wir uns nochmal kurz das Gitter hier an. Das ist natürlich durchstochen. Ja, ihr könnt es sehen. Ja. Das ist natürlich klar. CMC-Standard, hier steht Porsche drauf. Und natürlich hier Carrera GTS. Und wie man die Motorhaube aufmacht, geht relativ ja, ein bisschen kompliziert, sagen wir mal. Hier sind 2 Stifte jeweils an einer Seite. Ja, hier und hier. Ja, die muss man rausdrehen und dann rausziehen quasi. Und dann kann man das Ganze anheben. Vorsichtig. So. Und dann geht die ganze Klappe hinten auf und dann kommt der ganze Motor zum Vorschein. Das ist der Motor. Sehr detailliert, wie man es von CMC kennt. Ja, sehr gut gemacht. Kann man nichts gegen sagen. Hier nochmal die andere Seite gezeigt. Ja, auch sehr detailliert. Kühlergrill durchstochen hier hinten, kann man sehen. Das ist schon sehr, sehr hohes Niveau in der Modellbaukunst, auch wenn es ein bisschen immer kompliziert ist, die Sachen zu öffnen. Da würde ich mir wünschen, nicht ganz so detailgetreu zu sein, sondern lieber etwas einfacher, vor allem wenn man so ja, große Hände hat. Ne? Das ist nicht so einfach. Ich konnte das alleine nicht öffnen. Ich hatte Hilfe von meiner Partnerin. Naja, wir schauen jetzt mal den Fahrerbereich an. Ja, hier mit dem Saugnapftool, was übrigens auch dabei ist. Nur in schwarz. So, hier der Fahrerbereich. Ja, natürlich sehr detailliert gemacht, so wie es sein soll. Der Fußraum, ja, kann man auch gut erkennen. Die Sitze sind übrigens ja sehr, sehr flauschig, beziehungsweise fühlen sich sehr, sehr wertig an. Also fühlt sich echt gut an. Kann ich euch im Video jetzt leider nicht rüberbringen, müsst ihr es mir einfach mal glauben. Aber ich denke, man kann es schon ganz gut sehen. Also es gefällt mir. Ja, hier Türpappe. Ja, gut, ist halt ein Rennauto gewesen, beziehungsweise hier in der Form die Straßenzulassung. Da gab es nicht so viel Schnickschnack, ne? Also viel mehr gibt es hierzu auch gar nicht zu zeigen, finde ich. Außer, wie gesagt, die Funktion des Wagens. Also die habe ich euch ja gezeigt. Motorraum bzw. Vorderraum. Hier die Fenster kann man auch übrigens verstellen, ja. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt hier. Das gar nicht, mit dem Saugnapf funktioniert es eigentlich immer. Ja. Hier kann man aufmachen und entsprechend wieder schließen. So. Und das ist eigentlich, wie gesagt, ein klassisches CMC-Fahrzeug. Mir gefällt es, wie gesagt, ganz gut. Das Original in echt ist jetzt, wie gesagt, nicht so mein Fall. Da finde ich den Porsche 911 991 am schönsten von allen Porsches. Und ja, wenn ihr noch mehr von diesen ja, schönen Modellen oder hochwertigen, detaillierten Modellen sehen wollt, dann schaut euch mal die Playlist von mir an. Ich habe schon einige CMCs vorgestellt. Und der ist jetzt, wie gesagt, auch in die Sammlung aufgenommen worden. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wünsche noch eine frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr 2025. Macht's gut. Ciao.